Mein Name ist Daniela Reitz und ich bin Chefärztin der Frauenklinik am Elisabeth-Krankenhaus und bin spezialisiert für Geburtshilfe. Und kannst du uns erklären, was genau die Risikofaktoren für eine Wochenbettdepression sind? Also zum Ersten ist es mir wichtig zu sagen, dass eine Wochenbettdepression eine Erkrankung ist. Die Frauen sind nicht schuld, die trifft auch keine Verantwortung. Das kann alle Frauen treffen. Aber es gibt bestimmte Faktoren, die das begünstigen können, dass eine Wochenbettdepression auftritt. Zum einen ist es, wenn man in seinem Leben schon mal eine psychische Erkrankung gehabt hat, eine Depression, eine Angststörung, auch eine Psychose, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man nach der Geburt auch eine Wochenbettdepression entwickelt. Das können aber auch alle Belastungssituationen sein, die gerade so einen betreffen. Entweder die Geburt war nicht so, wie man sich es vorgestellt hat und man hat es als sehr schlimm empfunden, oder es gibt im Umfeld einschneidende Erlebnisse, zum Beispiel nahe Angehörige sind gestorben, es gibt finanzielle Sorgen. Auch Frauen, die Gewalt erfahren, da ist das Risiko auch größer, dass man hinterher eine Wochenbettdepression entwickelt. Und es gibt sozusagen auch einfach die Situation, dass man sich selber sozusagen sehr viel Druck macht, denkt, es muss alles ganz perfekt sein mit dem Kind und dann funktioniert es vielleicht nicht so. Auch das ist was einen sozusagen in so eine Verzweiflung treiben kann und dann sich auch eben in eine Wochenbettdepression entwickeln kann. Ist es somit hilfreich, wenn ich vorher solche Risikofaktoren bei mir bemerkt habe, dass ich die euch vorher schon sage, wenn ich ins Krankenhaus komme? Ja, das ist total wichtig, dass wir das wissen, aber auch, dass man vorher schon guckt, dass man sich Unterstützung sucht. Das ist sehr anstrengend, wenn das Kind neu ist. Schlaflosigkeit begünstigt auch eine Wochenbettdepression. Und dass man einfach guckt, dass man viel Unterstützung hat, dass es Freundinnen gibt, Freunde, die einem helfen, vielleicht in Alltagssachen Dinge abnehmen. Oder aber, dass man zum Beispiel eine Hebamme hat, die bei einem vorbeikommt. Wenn man das vorher weiß, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, eine Familienhebamme zu organisieren, die öfter kommt. Oder sogar eine Mütterpflegerin, die einen einfach unterstützt im Alltag, dass es nicht so anstrengend wird und dass eben man dann nicht in so eine Erschöpfung kommt, die dann auch die Depression fördern kann. Vielen Dank für deine Ausführung und zu genau diesen Unterstützungsangeboten in Essen erfahrt ihr in den nächsten Videos mehr. Bleibt gespannt!